Hallo und herzlich willkommen zu unserem jüngsten Reifentest. Wir haben uns diesmal ausgesucht die Reifengröße 225/40 R18. Das ist eine der wichtigsten und beliebtesten Reifengrößen, unter anderem, aber insbesondere auf dem VW Golf GTI. Was ist noch wichtig? Ja, das Prüfgelände natürlich. Ja. Das befindet sich in Papenburg, im hohen Norden von Deutschland, genauer im Emsland. Und Papenburg ist unter anderem bekannt für die Meyer-Werft, die diese riesigen Kreuzfahrtschiffe baut, aber eben auch für das ATP-Prüfgelände, eines der größten Testzentren für Automobile und auch Reifen in Europa. Das klingt ziemlich spannend, Joachim. Aber ehe wir unsere Zuschauer weiter langweilen, wollen wir dich lieber loslegen und zeigen, was diese Reifen können, oder? Machen wir uns an die Arbeit. Komm. Ciao. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ja, aber ich habe nichts gesagt. Es ist ja fast schon ein Muss, einem sportlichen Kompakten wie dem Golf GTI auch die richtigen Reifen zu spendieren. Das hat er schließlich verdient. Dabei geht es neben der Performance und dem Fahrspaß ganz besonders um die Sicherheit bei Nässe. In diesem Test jagen wir 8 Sportreifen der Größe 225/40 R18 über die Teststrecke. Der bekannt gute Conti Sport Contact 7 muss sich der scharfen Konkurrenz von Bridgestone, Goodyear, Hankook, Maxxis, Michelin und Vredestein stellen. Dazu ein komplett neuer Reifen von Kumho. Also Bühne frei. Eine der wichtigsten Prüfungen steht jetzt an, das Trockenbremsen. Hier wird auf trockenem Asphalt aus Tempo 100 bis zum Stillstand gebremst. Das ist Höchstleistung für Reifen, ABS und Fahrwerk. Beim Nassbremsen werfen wir bei Tempo 80 den Anker. Bremswegunterschiede von nur wenigen Metern klingen dabei vielleicht bedeutungslos. Aber im Ernstfall kann das durchaus über eine Kollision oder gerade noch mal gut gegangen entscheiden. Bridgestone, Goodyear und Continental legen auf trockenem Asphalt hervorragend kurze Bremswege von rund 34 Metern hin. Das Mittelfeld braucht rund einen Meter länger. Der Conti hat einen Ruf als Nassbremsmeister. Mit 24,5 Metern bremst er sich diesmal aber nur ins Mittelfeld. Bridgestone, Goodyear und Michelin können das besser. Klassenbester aber ist der Kumho mit nur 23,1 Metern. Doch worauf kommt es bei sportlichen Reifen eigentlich an? Üblicherweise legt der Reifenhersteller bei solchen Reifentypen für solche Fahrzeuge sehr viel Wert auf Sicherheit, Fahrsicherheit, auch Fahrspaß, und das bedeutet sehr gute Nassgriff- und Trockengriffeigenschaften. Wobei man sagen muss, der gesamte Reifen wird ausgelegt auf verschiedene Kriterien, die genannten beiden Sicherheitskriterien, aber auch Rollwiderstand, Komfort, Geräusch, und stellt immer einen Kompromiss dar in der Reifenentwicklung. Und weiter zieht der Tross hin zum Trockenhandling-Gelände. Hier wird ordentlich Gas gegeben und den Reifen alles abverlangt. Am Ende der Start-Zielgeraden stehen auf dem Tacho des 265 PS starken GTI 190 km/h an, gefolgt von engen Kurven mit heftigen Brems- und Lenkmanövern. Wer hier am besten performt, bietet im Alltag genau jene stillen Reserven, die es braucht, um Unfallsituationen zu entschärfen. Und quasi als Nebenprodukt fällt noch jede Menge Fahrspaß an. Goodyear, Kumho, Conti und Bridgestone zirkeln mit ordentlich Haftung souverän durch die Kurven und verdienen sich zu Recht ein sehr gut. Das Mittelfeld dahinter setzt sich aus Maxxis, Vredestein und Michelin zusammen. Der Hankook gibt sich im Kurvenverlauf etwas spröde, ihm behagt die GTI-Gangart weniger. Dafür gibt es von uns ein befriedigend. Nächste Disziplin, das Nasshandling, die heimliche Königsdisziplin eines jeden Reifentests. Hier kommen alle Stärken, aber auch die Schwächen ungefiltert ans Tageslicht. Hier geht es um Nassgriff, um Lenkpräzision und Beherrschbarkeit im Grenzbereich. Der zuvor beim Nassbremsen noch schwächelnde Conti, hier läuft er wieder zur Hochform auf. Seine Nässehaftung ist beeindruckend, das vermittelt ein sattes Gefühl der Fahrsicherheit. Damit ist er aber nicht alleine, denn der Kumho macht's genauso gut. Hut ab!
Mit einigem Abstand streichen Hankook, Goodyear und Bridgestone noch ein Gut ein. Michelin, Maxxis und vor allem der Vredestein fühlen sich im Nassen dagegen nicht ganz so wohl. Werden wir nochmal spektakulär und jagen die 8 Kandidaten durchs Längs-Aquaplaning-Becken. Das ist 7 mm tief gefüllt mit Wasser, also deutlich mehr als auf regennassen Landstraßen oder Autobahnen üblich. Als Aquakönig wirft die Messtechnik knapp den Michelin aus. Die übrigen 7 reihen sich ziemlich knapp dahinter ein. Nur 1,8 km/h liegen zwischen Aufschwimmmeister und Letztem. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Und in der Kurve, also beim Quer-Aquaplaning, hier spreizen sich die Ergebnisse schon deutlicher. Wieder setzt sich der Michelin in Szene, diesmal sogar recht eindeutig. Erst bei Tempo 78 reißt bei ihm in der überfluteten Kurve die Querhaftung ab. Kommen wir nun zu den Qualitäten oder Schwächen, die sich jeden Tag im Alltag bemerkbar machen. Gemeint sind Innengeräusch und Abrollkomfort. Das Innengeräusch in dBA messen wir übrigens, indem wir bei Tempo 60 auskuppeln und ausrollen lassen und das auf ganz unterschiedlichen Fahrbahnbelägen. Am leisesten auf feinem wie grobem Asphalt rollen Hankook und Maxxis ab. Die anderen machen es aber kaum schlechter. Nur der akustisch präsentere Goodyear muss sich mit einem befriedigend abfinden. Was den Abrollkomfort angeht, erfreuen Hankook, Bridgestone und Maxxis mit sehr guter Eigendämpfung und sanftem Abfedern. Erneut fällt der Goodyear durch seine Ruppigkeit auf. Rollwiderstand und Nassgriff stehen wirklich diametral gegenüber. Das heißt, üblicherweise kann ein Reifen, der einen guten Rollwiderstand hat, nicht so richtig guten Nassgriff haben und umgedreht. Der Rollwiderstand wurde in den letzten Jahren und wird auch im Moment weiterhin von der Gesetzgebung, von den Gesetzgebern sehr stark in den Vordergrund gerückt, sodass der Reifenhersteller gefordert ist, hier einen ausgewogenen Kompromiss zu finden. In dem Falle der Reifengröße, die ihr jetzt testet, ist ganz klar der Schwerpunkt auf Nassgriff und Trockengriff mit akzeptablem Rollwiderstand. Allerdings, wie gesagt, das ist ein massiver Zielkonflikt, was zum Teil bei manchen Reifenkonstruktionen dazu führt, dass Rollwiderstand sehr arg im Vordergrund steht und der Nassgriff vielleicht nicht so ganz auf dem Niveau ist, wie er sein sollte. Die letzten Jahre, Jahrzehnte hat die Materialentwicklung extrem viele Fortschritte gebracht diesbezüglich. Also dieser Zielkonflikt Rollwiderstand Nässe, auch jetzt nicht in dem Falle für den Reifen, Nässe und Schnee, wurden besonders dahingehend gelöst, konnte man dahingehend lösen durch Einsatz von Kieselsäure und neuen Polymeren, funktionalisierten Polymeren nennt sich das, die entsprechend mit der Kieselsäure an bestimmten Polymerenden anblocken können. Und dann der Effekt ist, dass man einen guten Rollwiderstand erzielen kann bei auch exzellentem Nassgriff. Wie unser Experte ja schon festgestellt hat, geht ein zu starker Fokus auf den Rollwiderstand immer auf Kosten des Nassgriffs, ein klassischer Zielkonflikt. Der Rollwiderstand sollte also keinesfalls überbewertet werden. Bei unserer Punktevergabe geht er daher nur mit 5% ins Rennen. Übrigens, auf dem EU-Reifenlabel ist der Rollwiderstand in 5 Klassen A bis E unterteilt. Unsere Messtabelle, die kann das deutlich präziser. Gleich 3 der Gummiathleten erklettern das Siegerpodest. Der Conte ist trotz Schwächen beim Nassbremsen immer noch erste Wahl bei der Bereifung sportlicher Kompakter. Genauso überzeugt der Kumho in nahezu allen Disziplinen mit guten bis sehr guten Ergebnissen. Der Bridgestone wiederum hat sich fast unbemerkt, aber durch starke Ausgewogenheit bis nach vorne gekämpft. Den sportlichen Goodyear kosten nur seine Schwächen bei Geräusch und Komfort eine Top-Platzierung. Und Michelin und Maxxis sowie Hankook und Vredestein konnten zumindest in diesem Test nicht vollends überzeugen. Aus diesen Ergebnissen resultieren somit 3 klare Reifenempfehlungen. Was ich hochinteressant finde, ist, das ist das Besondere an diesem Reifentest diesmal, dass wir einen Newcomer dabei hatten. Ich benenne den Namen, nämlich den Kumho Extra Sport. Newcomer deshalb, weil Kumho eher eine Marke war bisher, die
ein bisschen so unter dem Level dessen lief, wo man vermutet hat, das ist das Beste, was man auf dem Golf GTI und anderen Fahrzeugen fahren kann. Aber der hat dermaßen hier eingeschlagen, dass wir selbst völlig überrascht waren. Und irgendwas bei Kumho in der Zentrale in Südkorea muss richtig gelaufen sein. Ja. Weil Kumho hat sehr eindeutig, wie ich finde, an die Tür von Continental, vom Entwicklungszentrum, angeklopft und gezeigt, ihr seid nicht mehr die Einzigen, die richtig, richtig gute Reifen bauen. Denn der Sportkontakt 7, der war lange Zeit wirklich das Maß aller Dinge. Das Maß der Dinge, Das ja. absolute Maß der Dinge. Das war ein Rennreifen mit Straßenzulassung, mit allen Vorteilen auch in anderen Bereichen. Das war klasse. Und jetzt gibt es einen zweiten Reifen, der nach unserer Meinung ebenbürtig, fast ebenbürtig, er ist jedenfalls auf dem gleichen Niveau und er ist eine Überlegung wert für Sportfahrer, für komfortorientierte Fahrer, für Fahrer, die den GTI lieben und andere Fahrzeuge dieser Art und einfach den richtigen Reifenpartner suchen. Das war's aus Papenburg heute. Wir treffen uns das nächste Mal auf irgendeinem anderen Prüfgelände mit anderen Reifen, anderen Kandidaten. Und bis dahin verabschieden wir uns als die Reifentester. Wer noch mal ganz genau alles nachlesen will, unter die-reifentester.de findet ihr nicht nur das Video, sondern ihr findet auch natürlich alles im Text beschrieben, nochmal ausführlich mit allen Tabellen. Jeder so, wie er es mag. Jeder so, wie er es Tschüss, mag. bis zum nächsten Mal. Ciao. Was? Ja, geil, läuft gerade. Ist doch schön, so ein bisschen Country-Kacke.